10 Fakten über den Minecraft Creeper, die du wissen solltest. Und damit herzlich willkommen zu dem Video, in dem ich dir sage, was du alles über den Creeper wissen musst. Fakt Nummer 1. Du kannst den Creeper in Minecraft einfach anzünden. Dafür brauchst du entweder ein Fireball oder halt ein Feuerzeug. Kannst einfach rechts klicken und dann explodiert er ganz normal. Das könnt ihr bei jedem Creeper machen. Einfach anzünden, dann explodiert er halt innerhalb von 1,5 Sekunden. Das ist nämlich die normale Ladezeit, also halt der Countdown für einen Creeper, wenn er halt zündet, 1,5 Sekunden, sobald der Countdown neben euch steht, also sobald er halt das Zischlaut von sich gibt. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, würde ich schon sagen, ziemlich praktisch, weil wenn ihr halt den Creeper irgendwie loswerden wollt, könnt ihr ihn einfach anzünden und dann verfolgt euch nicht mehr. Fakt Nummer 2. Wenn ein Creeper auf einer Stufe explodieren sollte, so wie hier, dann macht er keinen Blockschaden. Also wir haben gesehen, nur die Stufe ging weg, aber ansonsten ging nichts weg. Wir können es ganz normal testen. Creeper drauf, anzünden. So macht er normal Damage. Aber sobald er auf der Stufe stehen bleibt, können wir sehen, passiert hier rein gar nichts. Ich finde es tatsächlich sogar noch praktischer als das erste, weil halt einfach man so Mob-Grieving vorbeugen kann. Also ihr könnt sozusagen überall Fliesenboden machen, dann gehen halt immer nur die Fliesen weg und keine Blöcke drumherum. Fakt Nummer 3. Ich würde mal sagen, wir kennen alle diese Creeper hier. Einfach so ein ganz normaler Creeper. Wahrscheinlich kennen auch noch viele diesen ganz normalen Charge-Creeper, also halt geladene Creeper, der jetzt steht, wenn man einen Blitz, also einen Blitzen-Creeper einschlägt. Passt übrigens auf, die sind noch wesentlich gefährlicher, mehr Explosion und viel schneller. Deswegen passt am besten auf, denn die können teilweise sehr gemein sein. Was aber viele nicht wissen, ist, wenn man dann, kann man sagen, dem eine Splash Potion von Invisibility zuwirft. Das kann sagen, denn der Creeper zwar unsichtbar ist, aber diese Partikel, die um ihn rumgehen, nicht. Das sieht zwar jetzt gerade ein bisschen komisch aus, weil die immer wieder verschwinden. Das liegt jetzt hier daran, dass ich einen Shader habe, aber normal sieht das halt ganz normal aus. Also normal wird das Ganze dann hier so aussehen. Und ihr seht schon, der Creeper ist zwar unsichtbar, aber die Partikel, wie schon gesagt, sind noch da. Und das Coole hier ist halt, sieht so ein bisschen creepy aus, weil es halt schon so ein bisschen aussieht, als wir sind Geistes. Und damit kann man sicher auch mal einen Freund oder so trollen, die man eben, kann sagen, das hier einfach so in die Base tun. Dann würde sich einfach so denken, was ist das? Aber der greift natürlich trotzdem an und dann ist es natürlich ziemlich blöd für den. Fakt Nummer 4. Wir können schauen, wie der Creeper schaut. Und das funktioniert sogar ganz einfach. Das Einzige, was wir dafür machen müssen, ist halt, wenn wir Cheats aktiviert haben, anders geht's nicht, müssen wir einmal F3 und N drücken. Dann befinden wir uns im Zuschauermodus. Dann wird der Creeper uns auch nicht mehr sehen. Und dann müssen wir einfach nur links klicken und sehen dann aus seiner Sicht. Ihr seht schon, das sieht jetzt hier vielleicht ein bisschen komisch aus und vielleicht für manche werden jetzt nicht genau erkennen können, was das hier ist. Aber tatsächlich sehen wir gerade aus der Sicht vom Creeper. Also der Creeper sieht genau so. Genauso verpixelt, genauso grünlich. Und das ergibt auch ein bisschen Sinn, weil halt selber so grün ist und alles. Und ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann hier meine Maus bewegen, wie ich will. Ich kann hier nichts machen, weil halt nur wenn der Creeper seinen Kopf dreht, bewegt sich hier auch unsere Sicht, wie wir das, denke ich, auch gerade so ein bisschen sehen können. Fakt Nummer 5. Wenn ihr im Survival-Modus seid und da ist zum Beispiel ein Creeper, könnt ihr einfach eine Potion of Invisibility nehmen. Dann seht ihr, sind wir unsichtbar. Auch wenn wir hier ins E-Menü gehen, sehen wir nichts. Und damit können wir tatsächlich uns dem Creeper viel weiter nähern als normal. So, jetzt zum Beispiel können wir einfach hier hinter ihm sein. Sagen wir schleichen, können wir da wirklich ziemlich nah rangehen. Irgendwann natürlich wird er euch trotzdem sehen und dann wird er euch verfolgen und dann explodieren. Und eure Sichtbarkeit, kann man sagen, für den Creeper erhöht sich, wenn ihr Rüstungsteile anzieht. Nämlich pro Rüstungsteil kommt ihr 17,5% mehr, kann man sagen, Range dazu. Also der Creeper sieht euch dann immer mehr und sobald ihr Vollrüstung tragt, sieht er euch halt dann wieder sehr, sehr gut. Aber ist auf jeden Fall ziemlich interessant, würde ich mal sagen. Fakt Nummer 6. Ziegen mögen keine Creeper. Und ja, ganz genau. Also Ziegen greifen zwar eigentlich jedes Mob an, aber Creeper haben sie speziell nochmal irgendwie entscheidende Wut gegen die. Nämlich, wenn jetzt ein Creeper ist und dann ist hier eine Ziege, dann können wir sehen, dass die Ziege sich eigentlich immer in Richtung von Creepern bewegt und irgendwann, also alle 30 bis 300 Sekunden, greift die Ziege dann halt Creeper an. Das steht auch so im offiziellen Minecraft-Wiki. Könnt ihr auch einfach mal nachschauen. Auf jeden Fall bewegen sich diese Ziegen eigentlich immer in die Nähe von Creeper. Wir können schon sehen, die standen eigentlich noch gerade da, aber jetzt läuft es immer näher zum Creeper. Dabei läuft es jetzt nicht offensichtlich so auf ihn zu, sondern nähert sich halt so ein bisschen, so wie wir hier gerade sehen können, an ihr an. Und sobald halt dann angreifen, greift sie halt so vor den Creeper an. Und jetzt zum Beispiel den Creeper statt der Kuh. Also ist auf jeden Fall sicher ganz praktisch, wenn ihr dann halt vielleicht einen Creeper neben euch stehen habt, wenn die Ziege angreift, obwohl die Ziege jetzt auch nicht so viel Damage macht. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist. Ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ziemlich interessant. Wir sehen hier auch nochmal ganz, ganz gut. Die Ziege patrouilliert so ein bisschen um den Creeper herum. Manchmal läuft der Creeper weg. Die Ziege läuft dann meistens hinterher und beobachtet ihn auf jeden Fall und greift ihn dann halt irgendwann an. Ist aber auf jeden Fall ziemlich interessant. Fakt Nummer 7. Creeper haben ziemlich große Angst vor Katzen. Also wenn ich jetzt hier eine Katze place, dann würde er sofort weglaufen. Wenn ich jetzt hier noch mehr Creeper platzieren würde, können wir sehen, laufen die alle von der Katze weg. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant und deswegen ist, würde ich mal sagen, die Katze auch wirklich ein sehr, sehr gutes Haustier, weil sie euch halt einfach ziemlich gut
vor Creepern beschützen kann. Fakt Nummer 8. Der Creeper ist tatsächlich von Minecraft ein geschütztes Bild, also besser gesagt sein Gesicht. Nämlich sein Gesicht ist ja auch auf Minecraft-Logos, auf Minecraft-Merch. Und Minecraft, also Mojang hat sich das Recht, kann man sagen, darauf gekauft, dass sie die einzigen sein dürfen, die, kann man sagen, genau so ein Creeper-Bild zum Beispiel auf ein T-Shirt drucken dürfen. Das liegt einfach daran, dass der Creeper für Minecraft einfach ein Markenzeichen geworden ist und somit dann halt einfach auch ziemlich berühmt wurde. Und der Creeper, kann man sagen, das Gesicht von Minecraft ist. Fakt Nummer 9. Creeper sind die einzigen Mobs, die Schallplatten droppen können. Und das passiert dann, kann man sagen, sobald ein Skelett einen Creeper schießt. Das könnt ihr einfach machen, indem ihr, kann man sagen, ein Skelett und ein Creeper hintereinander tut. Dann geht ihr halt in Survival-Modus. Das Skelett kann euch jetzt hier noch nichts tun. Um das zu machen, baut euch am besten einfach so eine Konstruktion, kann man sagen, wo Creeper und Skelett hintereinander stehen. Passt aber auf, dass es nicht zu nah an den Creeper rangeht, weil sonst könntet ihr explodieren. Und dann geht ihr einfach hier hin, kann sagen, dass das Skelett hier in eurer Bahn ist. Das schießt dann aber einen Pfeil ab, versucht euch, kann sagen, zu treffen, trifft aber hier einen Creeper. So, nach ein bisschen Warten ist dann der Creeper tot und wir können sehen, der hat uns hier eine Schallplatte gedroppt. In diesem Fall ist es hier einfach so eine lilane, aber er kann natürlich eigentlich jede Schallplatte droppen. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel die Deep Dark Schallplatte, die kann natürlich nicht droppen, weil da müsst ihr jetzt einfach ins Deep Dark gehen, aber sonst eigentlich alle anderen. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, würde ich mich über eine positive Wertung freuen. Und natürlich kannst du auch gerne einen Kommentar schreiben, falls du Fragen haben solltest oder noch irgendwie noch einen Fakt haben solltest, den ich vielleicht auch nicht weiß. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir mit dem 10. Fakt. Fakt Nummer 10. Ein geladener Creeper kann zu 100% ein Mobkopf droppen. Das Ganze funktioniert auch bei Wither-Skeletten. Also theoretisch gesehen könntet ihr, wenn ihr einen Wither beschwören wollt, könntet ihr einmal einen Creeper hin tun, 3 Wither-Skeletons hin und dann habt ihr eure 3 Wither-Köpfe zu 100% einfach und schnell rangefahren. Das Ganze funktioniert so, indem ihr halt einfach den Mob-Konstrukt von dem im Kopf haben wollt. Es muss natürlich auch ein Mob sein, der den Kopf droppen kann, also Zombie, Creeper, Wither-Skelett oder halt hier einfach Normal-Skelett. Übrigens beim Enderdrachen funktioniert das Ganze nicht, also ihr könnt keinen geladenen Creeper ins End nehmen und dann ihn, kann man sagen, den Enderdrachen killen lassen. Das müsste eigentlich funktionieren, geht aber nicht, deswegen den Enderdrachenkopf könnt ihr weiterhin wirklich nur über ein Endschiff bekommen. Das Ganze funktioniert dann auch ganz einfach, nämlich dieser Charge Creeper muss das Skelett töten mit seiner Explosion. Um das zu machen, müsst ihr halt teilweise einfach eine kleine Sache hier aufbauen. Also ich habe jetzt zum Beispiel sowas, könnt ihr machen, was ihr wollt. Da müsst ihr, kann man sagen, einfach den Mob, von dem ihr den Kopf haben wollt, neben den Charge Creeper tun. Dann zündet ihr den Charge Creeper an. Dann explodiert der, beide sterben und wir haben hier den Skeleton Skull bekommen. Das ist, denke ich mal, eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, um halt Mobköpfe für die Base zur Verschönung oder so zu bekommen. Ist aber, denke ich, teilweise auch ein bisschen aufwendig. Ist aber halt eure Sache, ob ihr es macht oder nicht. Ansonsten war es auch schon mit den 10 Fakten über den Minecraft Creeper. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht war ja auch etwas dabei, was ihr noch nicht kanntet. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr kanntet und vielleicht auch Fakten, die ihr kennt, die ich nicht kenne. Würde mich auf jeden Fall ziemlich interessieren. Aber ansonsten bin ich mal raus. Ciao. Leute.